Die GameStop-Aktie hat in letzter Zeit für Schlagzeilen gesorgt und das aus gutem Grund. Was als David gegen Goliath-Story begann, entwickelt sich schnell zu einem Phänomen, als Kleinanleger begannen gegen Hedgefonds zu wetten, die auf den Kursverfall von GameStop gesetzt haben. Also sozusagen die Reddit-Revolution begann auf der Social-Media-Plattform und genau gesagt auf dem Subreddit Wall Street Bets. Kleine Investoren tauschten Tipps aus, um große Hedgefonds zu bekämpfen, die auf einen Rückgang von GameStop setzten. Dies führt zu einem massiven Kaufrausch, der den Aktienkurs von GameStop in die Höhe getrieben hat. Genau dieses Szenario sehen wir hier nochmal. Die Kursrallye war atemberaubend. GameStop hat einst bei weniger als $20 gehandelt und schoss auf über $400 pro Aktie nach oben und hat zu enormen Verlusten für die Hedgefonds geführt und die Aufmerksamkeit auf der Welt auf sich gezogen. Auch viele Reaktionen der Märkte und Regulierungsbehörden hat es gegeben, da die außergewöhnliche Volatilität der GameStop-Aktie die Märkte und eben die Behörden zum Handeln bewegt hat und Broker wie Robinhood beschränken den Handel mit der Aktie vorübergehend, was auch Kontroversen und rechtliche Untersuchungen ausgelöst hat. Und jetzt in jüngster Zeit hat sich jetzt eigentlich der Staub wieder etwas gelegt und hier gab es keine neuen Entwicklungen bei der Aktie. Aber die institutionellen Investoren und Analysten haben immer weiter versucht, die Zukunft der GameStop-Aktie vorauszusagen und Kleinanleger hielten über diese ganze Zeit, über diese 4 Jahre hinweg, die Aktie weiter im Depot. Und jetzt ist es wieder an der Zeit, dass die Aktie wieder loslegt. Und in den letzten 2 Tagen konnte sich die Aktie wieder sehr, sehr gut entwickeln. Und der Kampf zwischen Main Street und Wall Street, also zwischen Kleinanleger und Hedgefonds, wird weitergeführt. Die Aktie konnte gestern um krasse 60,10% steigen und am Vortag schon um 74%. Also sehr starke Kursentwicklung. Ja, was ist eigentlich passiert? Roaring Kitty hat sich zurückgemeldet, also ja, sozusagen der Urvater dieses ganzen Konstrukts. Ja, wer ist Roaring Kitty? Roaring Kitty ist Keith Gill. Keith Gill ist Deep Fucking Value auf Reddit. Der hat mit dieser Investition in GameStop sein Geld ja, verhundertfacht von 50.000 US-Dollar auf 50 Millionen US-Dollar. Also sehr große Gewinne gemacht mit diesem ganzen GameStop-Hype. Er hat dieses Bild gepostet auf Twitter. Das soll eben darstellen, dass er jetzt wieder richtig loslegt. Fine, I'll do it myself. Es gibt hier eher die ersten Stimmen auch zu den GameStop und AMC Rallies und es ist so, als würde man jetzt eben eine Sitcom nochmal neu anschauen, sagen hier einzelne Marktstimmen und Roaring Kitty führt jetzt eben dazu oder treibt jetzt eben diese ganzen Privatanleger wieder dazu an, in die Aktie zu investieren. Und es gibt jetzt im Moment nochmal so einen kleinen Meme-Stock-Frenzy. Und es ist eigentlich so, als würde man in Las Vegas ins Casino gehen und kann hier auch ganz viel Geld verlieren, natürlich. Auch, natürlich kann man da auch Gewinne machen, aber in meinen Augen eher ein Gamble für kurzfristige Spekulationen. Wir wissen ja alle, GameStop hat sich in den letzten Jahren absolut schlecht entwickelt. Also man hat Probleme mit der Profitabilität, man macht keinen Umsatz mehr. Es verschiebt sich eben alles in den Onlinehandel. Das sieht man auch an den fundamentalen Kennzahlen. Grundsätzlich geht es GameStop ganz, ganz schlecht. Das hat nichts mit irgendwelchen guten Business-Kennzahlen oder guten Wachstumsaussichten zu tun, die neu rausgekommen sind über GameStop. Nein, das hier ist alles nur Dump Money, Meme, Hype und absoluter Schwachsinn. Auf jeden Fall konnte man schon mehr oder weniger antizipieren, dass die Aktie hier auf den Hochs von 2007 und 2013 eine Supportzone finden könnte. Das hatte ich mir sogar damals schon eingezeichnet. Aber hier wurde zuletzt, wo man dieses Tief angetestet hat, der Abwärtstrend noch weiter fortgeführt. Und erst beim Überschreiten dieses letzten Hochs hier von 19,2 US-Dollar konnte man davon ausgehen, dass der Aktie seinen Trend umkehrt. Und das haben wir auch gesehen und konnten jetzt hier eben diese richtig krassen Wochenkerzen ranballern. Und können auch mal gucken, das sind dann hier gewesen in der Woche, also ganz im Wochenschlusskursbasis bisher, war von 180% und wir hätten jetzt noch ein Potenzial von 151% aufs Allzeithoch und hätten damit aber auch nur noch ein knappes 1,8er CRV.
also Chancen-Risiko-Verhältnis. Und wenn man hier unten im logischen Szenario eingestiegen wäre, hätte man ein CRV von 11 gehabt. Das wäre schon eher interessant gewesen. Aber hier oben ist das TRV für mich auf gar keinen Fall mehr attraktiv. Also man hat hier einfach viel zu viel Potenzial nach unten und nur noch begrenztes Potenzial nach oben. Wir haben ja schon gehört, viele Regularien von der SEC und so weiter wurden neu auf den Markt geschmissen. Die ganz, ganz großen, krassen Hedgefonds können in diesem Maße überhaupt gar nicht mehr im GameStop Short sein. Also ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir jetzt nochmal so eine Kerze dran packen und hier wirklich 500% oder was noch machen. Ich halte es generell sogar für unwahrscheinlich, dass wir vielleicht das letzte High gar nicht mehr sehen. Grundsätzlich ist es natürlich möglich, also die Charttechnik würde es auf jeden Fall hergeben. Wir haben auch einen schönen Volumenanstieg gesehen, wenn wir das mal einblenden, und auch der RSI ist sehr stark im Moment überhitzt. Also erstmal einen kleinen Rücksetzer wahrscheinlich und dann könnte es natürlich weitergehen. Aber das hat auf jeden Fall nichts mit irgendwelchen logischen Entscheidungen zu tun, sondern das ist alles nur Hype, Gegamble. Und wenn man hier mal auf die fundamentalen Kennzahlen bzw. die finanziellen Mittel schaut, die GameStop hier hat, sieht man, dass der Umsatz immer sehr, sehr schwankend war, beziehungsweise eigentlich sich überhaupt nicht weiterentwickelt hat, nicht gestiegen ist, sogar eher leicht rückläufig. Man verdient das meiste Geld in den USA, dann auch Europa. Man war sehr, sehr oft Free Cashflow negativ in den letzten Jahren, hat auch relativ hohe Schuldenlast im Vergleich zu dem Geld, was man ab und zu mal verdient hat. In der Höchstphase konnte man hier so zwischen 50 und 60 Millionen US-Dollar als Free Cashflow positiv einnehmen. Das sieht man auch hier seit 2017, dass die Free Cashflows, beziehungsweise 18, dass die Free Cashflows häufig negativ sind, beziehungsweise nur ganz, ganz leicht positiv. Auch hat man hier in den letzten Jahren stark die Aktienanzahl gesteigert, ist ja auch logisch, die Aktie ist stark überbewertet. Es hat nichts mit fundamentalen Kennzahlen zu tun, also was macht das Unternehmen und das Management? Ja, man gibt neue Aktien aus, man verwässert die Shareholder, weil die Aktie eben sowieso völlig überbewertet ist. Damit kann man neues Kapital aufbringen, also macht auf jeden Fall Sinn. Man hat sogar mal eine Dividende gezahlt bis 2019, aber die dann eben völlig ausgesetzt. Und auch was die Ausblicke angeht, da schaut es eher schlecht aus und man soll vielleicht einen ganz kleinen Gewinn machen. Was das Umsatzwachstum angeht, ist es nicht vorhanden. Also es soll sogar sinken und ab 2026 stetig bleiben. Man struggelt eben hier ganz klar im Retail-Sektor mit diesem ganzen Gaming-Zeug und dieser Nerdware, die man verkauft. Also da sieht es sehr schlecht aus für GameStop. Alles nur getrieben von Hype und dem Dump Money und von den kleinen Privatanlegern der Main Street eben um Roaring Kitty. Die zweite Aktie, die da auch ein bisschen mitgelaufen ist AMC, also der Kinobetreiber, konnte auch kleinere Gewinne oder im kleineren Maße hier, ja, also, beziehungsweise für sich einfahren. 135% ist die Aktie gestiegen, seitdem Roaring Kitty das Bild gepostet hat. Hier sieht aber die charttechnische Situation deutlich schlechter aus als für GameStop. Und wir sind jetzt hier zuletzt an diesem Widerstand bei zu 10 US-Dollar, 11 US-Dollar abgeprallt, wurden hier abverkauft. Auch an der 200-Tage-Linie, da sieht es eher schlecht aus in meinen Augen. Da gefällt mir GameStop noch deutlich besser, charttechnisch. Auch Plug Power konnte damit leicht steigen. Die haben auch eine Kapitalerhöhung durchgeführt. 34%. SunPower ist wieder nach oben geschossen. Und MicroCloud Hologramm. Also ganz viele Aktien, die eigentlich fundamental keine Neuigkeiten oder keine neuen Daten oder bessere Aussichten oder bessere Ausblicke oder irgendwas vorgelegt haben. Also hat alles keinen wirklichen logischen Hintergrund, diese Anstiege. Und das Problem ist, wenn man jetzt hier als Privatanleger irgendwo hier gekauft hat und ist im Moment 100% im Plus und man verkauft jetzt die Aktie, dann lernt man sozusagen, okay, es ist völlig einfach die Börse, ich muss einfach irgendeinen Scheiß kaufen, was mir jemand auf Reddit vorgeschlagen hat und ich werde Millionär, ich werde reich. Und das nächste, was passiert, wenn man die nächste Aktie kauft, nachdem man so einen Gewinn eingefahren hat, ist eine Plug Power am Hoch 2021 zu kaufen und jetzt mit seiner Position nach sage und schreibe 3 Jahren mit minus 95% Kursverlusten dazustehen. Das ist die logische Entwicklung daraus. Also wer da jetzt Geld verdient hat,
der lernt nur schlechte Sachen, der lernt, okay, Börse ist easy, jeder Depp kann da Geld verdienen, so ist es aber nicht. Man braucht eine richtige Strategie, man muss fundamentale und technische Analyse benutzen, sonst funktioniert das alles nicht. Das kann einmal gut gehen, wenn man Glück hat und wenn man sehr, sehr schlau ist, dann macht man hier einmal das schnelle Geld und fast oder fest nie wieder solche Meme-Stocks an. Dann kann es vielleicht gut gehen, aber die allerwenigsten werden so handeln. In meinen Augen werden hier 90% aller Privatanleger Geld verdienen. Die kaufen jetzt hier irgendwo. Die ganz schlauen Investoren, die haben hier unten schon akkumuliert, sind vielleicht hier in dem ersten Tag noch eingestiegen und jetzt kommen eben die ganzen Nachzügler, die werden dann alle letztendlich Geld verdienen, Geld verlieren, weil sie zu lange drin hängen und einfach den Absprung nicht finden. Also 90% werden Geld verlieren, 10% werden hier vielleicht Geld machen und letzten Endes werden nur die ganz schlauen Investoren, die unten eingestiegen sind, davon profitieren. Aber der Kleinanleger wird in meinen Augen hauptsächlich hier negativ abschließen, ob es jetzt bei diesem Trade sozusagen ist oder bei dieser kurzfristigen Spekulation oder dann bei der nächsten, bei der man sich wieder überreden lässt, in irgendeinen Müll zu investieren, ist eigentlich völlig egal. Also fundamentale Analyse, wie wir sie kennen, im Sinne einer Handelsdisziplin, welche Investmentmöglichkeiten evaluiert und Chancen mit Hilfe von Kennzahlen und Bilanzen und Ausblicken erkennt. Damit hat das nichts zu tun. Es hat nichts mit dem makroökonomischen Umfeld zu tun, also sozusagen, was die Märkte gerade umtreibt, welche Faktoren betreffen welche Unternehmen und inwiefern kann ich die makroökonomischen Verhältnisse kalkulieren. Also zum Beispiel im Moment die hohe Inflation und die hohen Zinsraten. Auch nichts mit der Mikroökonomie. Die Mikroökonomie, also welche Sektor, welche Branche ist das Unternehmen tätig, hat die Bilanz des Unternehmens Schwächen, Stärken, wo liegen die, welche Faktoren betreffen die Aktie im Moment, wie ist das Chancen-Risikoverhältnis, kann ich das alles kalkulieren und natürlich auch die Synergien, die daraus dann ja, sich entwickeln würden. Der intrinsische Wert lässt sich ermitteln durch Mikroökonomie und Makroökonomie und daraus lässt sich dann schließen, ob eine Aktie oder überbewertet, unterbewertet oder fair bewertet ist. Und die Einschätzung orientiert sich natürlich immer nur auf den aktuellen Kenntnisstand der Dinge und wird durch die ganzen Wachstumsaussichten und Einflüsse bzw. der Philosophie des Unternehmens beeinflusst. Kleiner Ausflug, kleiner Exkurs zu der fundamentalen Analyse bzw. der fundamentalen Strategie, die verfolgt wird. Und das hat natürlich hier nichts damit zu tun. Deswegen in meinen Augen sollte man die GameStop-Aktie nicht kaufen. Wenn man drin ist, sollte man verkaufen. Und wenn man Gewinne gemacht hat, sollte man happy drüber sein, dass man da ein bisschen was rausgekitzelt hat und es auf keinen Fall nochmal machen, sondern sich ganz klar ausdenken oder überlegen und aufschreiben, welche Investmentmöglichkeiten man für sinnvoll erachtet, welche Strategie man verfolgt. Man kann sich da gerne auch ein paar Videos noch auf meinem Channel anschauen. Da versteht man dann vielleicht auch schon das eine oder andere über die Börse. Und solche Hype-Aktien sind einfach nichts Sinnvolles für ja, die Rente oder für ein langfristiges Anlegen von sehr, sehr hart verdientem Geld, sondern einfach nur Hype und einfach eine schlechte Investition in meinen Augen. Auch wenn man 100% Gewinne macht, verliert man die dann eben beim nächsten Mal. Ja, das war's mit dem Video und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen meine Meinung dazu teilen. Das ist natürlich meine eigene subjektive Einschätzung und ich möchte jetzt hier auch keinen anregen zum Verkaufen oder Kaufen eines Wertpapiers. Das sollte jetzt nur mal meine eigene Meinung zu der ganzen Meme-Sache sein. Wenn es euch gefallen hat, auch vielleicht meine Einstellung zu den Kapitalmärkten, dann lasst mir gerne ein Abo da und schaut mal meine Übersicht rein in meinen alten Videos. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao.